Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 72. Folge, zu der zweiten Folge im Kalenderjahr 2026. Und zu dieser zweiten Folge im Jahr begrüße ich unsere Stammgäste natürlich sehr, sehr herzlich. Hallo Sabrina. Ich grüße euch und ich freue mich, heute wieder dabei zu sein. Ja, sehr, sehr cool. Wir haben heute auch eine Besonderheit mitgebracht. Wie schon beim letzten Mal haben wir ein neues Spielformat dabei. Wir spielen heute von unten nach oben. Von unten nach oben. Ja, ich hatte da beim Autofahren eine ganz gute Idee und ich hoffe, dass das alles so ganz gut funktioniert und bin aber mit sehr, sehr großer Vorfreude ausgestattet schon mal. Ja, gute Voraussetzung, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich positiv. Das kann ich schon mal berichten. Ob das so positiv im weiteren Verlauf dieser 72. Folge bleibt, das weiß ich noch nicht, weil wir sprechen heute über die Playmobil Figures. Die Playmobil Figures in der 6. Serie aus dem Jahr 2014. Ja, in diesem neuen Spielformat, da ist es unsere Aufgabe, alle 24 Figuren dieser 6. Serie zu positionieren. Das heißt, wir fangen mit der Position 24 an und gehen dann gemeinsam nach oben. Und natürlich ist da auch ein bisschen Spannung dabei. Also wir treffen uns ja bei unseren Top-Sets. Ob die deckungsgleich sind, werden wir in den nächsten 30 bis 35 Minuten feststellen. Ist natürlich ein bisschen viel. Also ich glaube, Sabrina, so auf den hinteren Plätzen müssten wir uns ein bisschen beeilen, weil das dann auch so ein paar Positionen sind, die dann auch weniger wichtig sind, oder? Ja, genau. Ich glaube, spannender wird es, desto weiter oben wir nachher dann sind. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir ging bei der Betrachtung dieser Figuren, weil da sind ein paar dabei, wo ich mir auch so dachte, ja, ist okay. Und ich kann schon mal ganz grob sagen, so die absolute Topfigur, die ich in den letzten, also ich mache das ja hier schon öfter jetzt, zum 6. Mal sozusagen, die absolute Topfigur aus den letzten Figures-Folgen, die fehlt mir so ein bisschen. Oder hast du da eine, bei der du sagst, boah, ist aber eine richtig krasse Nummer hier? Nee. Also ich fand das auch total schwer, 24 Figuren und die sind auch alle so unterschiedlich. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich die ganze Zeit irgendwie kategorisieren wollte und das geht aber Ja, nicht. Und ich hatte auch keine Figur, wo ich direkt von Anfang an gesagt habe, boah, die catcht mich, geil. ja, genau. Genau das gleiche hatte ich diesmal auch und es ist ein bisschen ärgerlich. Also ich habe schon versucht auch so zu kategorisieren. Ihr seht hier alle Figuren übrigens im Hintergrund seit knapp 3,5 Minuten aufgelistet. Also hier habt ihr eine schöne Übersicht, könnt euch die Figuren gut einprägen und dann, ja, könnt ihr dann mal schauen, ob ihr die so ähnlich rankt wie wir. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde dich am liebsten schon fragen, Sabrina, ob deine Lieblingsfigur weiblich ist, aber das werden wir ja im Laufe der nächsten Minuten herausfinden. Ich würde sagen, wir starten direkt mal los hier. Es geht übrigens in Zahlen um die Produktnummer 5458. Das sind die 12 männlichen Figuren und es geht natürlich auch um die 5459. Das sind die 12 weiblichen Figuren. So, Sabrina, Position 24. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Aber ich kann gerne anfangen. Also, ob mein erster Platz männlich oder weiblich sein wird, das verrate ich noch nicht. Aber Platz 24 ist definitiv weiblich. Oh, Und ich bin jetzt gleich richtig gespannt, was du sagen wirst. Aber bei mir ist es die magische Königin. krass. Also Okay, dieses krass. Farbspiel hat mich Ja, total abgeturnt. verstehe ich. Meine Position 24 ist für mich ganz eindeutig, weil die erste Person, die ich aus der 24 gesehen habe, ist der Cowboy. Oh, okay. Okay, magische Königin habe ich höher, sogar viel höher, weil ich mir so dachte, also auf den ersten Blick dachte ich auch, das ist so eine, weiß ich nicht, so Platz 22, also ziemlich tief auch, weil mich das gar nicht umgehauen hat. Aber je länger ich darauf geguckt habe, desto mehr gab es so eine positive Entwicklung bei mir. Und deswegen finde ich die gar nicht so schlecht. Aber der Cowboy finde ich, also der Cowboy ist wirklich, der ist eine Schande, würde ich sagen. Das ist total spannend, weil der ist bei mir schon ein bisschen weiter oben. Ah, krass, okay. Okay, dann geht's weiter mit der Position 23. Ich fange mal an mit dem Bauarbeiter. Spannend. Bei mir ist es das Alien. Ah, Fand krass. ich ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
Oh, du wirst dich am Ende wundern, wo ich den Alien positioniert habe. Also kann ich dir schon mal sagen, Alien und Magische Königin, die sind wirklich bei mir sehr weit oben. Also sehr weit oben, wirklich. Okay. Das ist so witzig. Okay, dann, Ja, Platz 22. ja, Bei mir ist es der Rettungsschwimmer, dem leider die Sonnenbrille fehlt. ja, fair. Ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe den Rettungsschwimmer auch ein bisschen weiter oben. Also Mhm. schon ziemlich, ziemlich viel weiter oben. Also mal, wie viele Und Plätze hast du denn oben? Hast du ja, die da hier gibt's, doppelt belegt? da gibt's nachher bei uns so viele Abweichungen. Das ist richtig, richtig witzig jetzt schon, kann ich dir schon mal sagen. Ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, wie es bei dir so aussehen wird mit der Deckungsgleichheit oder bei uns. Wie viele Personen wir vielleicht auf dem gleichen Rang haben. Hm. Aber die Tendenz sieht jetzt so aus, als ob das hier irgendwie gar nicht stattfindet. Ja. Auf Platz 22 habe ich den Spion. Ach, Quatsch. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Okay, ja, also wir sind hier ganz weit auseinander. Das ist ja wirklich interessant, ja. Mhm. Finde ich ganz, ganz schlimm gestaltet. Mir gefällt dieser Gesichtsausdruck gar nicht. Also, vielleicht bin ich da so ein bisschen zu Playmobil geprägt auch und gehe da ein bisschen anders rein. Ja, ich Das fand den total cool. Ich habe gedacht, das krass. ist ja endlich mal eine Figur, die hier so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ah ja, okay. Oder schießt. Also, Ja, ja. ja, stimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ich sehe jetzt beim Draufgucken schon so ein bisschen, was du meinst, aber ja, der holt mich nicht so richtig ab. Mhm. Auch nicht abgeholt werde ich von der nächsten Figur. Das ist nämlich der Karateka. Oh mein Gott, wir haben die erste Übereinstimmung. Platz Wirklich 21 bei mir. stark, Ja, stark, Karateka. stark. Sag mal, warum es bei dir nur der Platz 21 ist? Ich finde den irgendwie total langweilig. Ich finde diese Ja, Strubbi-Haare irgendwie, ich weiß nicht, einfach nicht schön. Ich hätte mir ein Stirnband gewünscht und vielleicht auch einen andersfarbigen Gürtel oder auch Kittel. Ja, also fand ich ein ja, bisschen unspektakulär. ja, finde ich auch ein bisschen dünn, ne? Also er hat so ein paar Parallelen bei deinem Rettungsschwimmer, den du gerade genannt hast, weil der auch ein bisschen dünn ist, aber ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen 90er Baywatch geprägt und deswegen ist er bei mir weiter oben gelandet. Kann ich nachher, wenn er dann auch kommt, noch ein paar Sachen auch zu sagen zu dem guten Mann. Hm. Dann kommen wir zur Position 20, Sabrina. Ja, da wirst du auch nicht mitgehen. Da habe ich die pinke Königin. Ah, okay. Ja, die kommt bei mir noch ein bisschen später. Mhm. Die hat sich bei mir auch entwickelt. Also hier sind ja sehr, sehr viele Königinnen dabei. Ja. Und da war ich wirklich am Anfang sehr, sehr zwiegespalten und dachte mir so, ja, die hätte man auch geiler machen können. Die sehen nicht so cool aus, aber je mehr ich mir die meisten von denen angeguckt habe, desto mehr habe ich da so ein bisschen Begeisterung für empfunden und bei mir ist das die Backpackerin auf Platz Mm. 20. Oh, okay. Mhm. Ist ganz cool gemacht, finde ich. Also ich finde auch gerade so die Schuhe gut gestaltet, aber so an sich sind mir die Klamotten einfach ein bisschen zu langweilig. So, natürlich sind das Wanderklamotten, also ist kein Ding. Verstehe schon da so ein bisschen den Hintergrund. Ich finde die Figur nicht schlecht gestaltet und weiß auch nicht, ob der Platz 20 gerechtfertigt ist, aber ja, also viel mehr konnte ich da nicht mit rausholen. Ja, also doch, ich bin schon ein bisschen bei dir. Also je mehr man sich so in Richtung Mitte bewegt, desto mehr, ja, vermischen auch so ein bisschen die Platzierungen. Ja, Also, weiß nicht, ich würde jetzt Platz 20, 19, 18, 17 nicht mehr so sehr voneinander unterscheiden, aber ja. ja, genau, das ist Hm. ungefähr so eine Kategorie, ne? Also es sind so Ja, Figuren, genau. die in einen Topf so eigentlich gehören. So habe ich versucht, mich auch ein bisschen so daran zu tasten. Dann tasten wir uns mal an die nächste Position heran. Das ist die Position 19. Na? Da habe ich die Hafenfee. Oha. Oha. Warte mal, wo sind die bei mir? Oh. Oh, da sind wir auch nochmal weit auseinander. Ich habe den Mann im Pyjama, habe ich da. Ah, okay, das ist fair, ja, ja. Das ist fair. Das Witzige ist, ich hatte die Hafenfee erst richtig weit unten Hm. und ich hätte die vielleicht auch noch ein bisschen höher schieben können. Also das stimmt schon. Und den Mann mit dem Pyjama hatte ich am Anfang richtig weit oben. Aber hat sich alles ein bisschen entwickelt. Aber weißt du, bei der Hafenfee, ich fühle das ein bisschen. Ich musste mir die tatsächlich auch nochmal schön gucken.
Ja, ja, verstehe ich. Ja, ja, ich bin, Also war so ein bisschen auch der Effekt bei mir. Je öfter ich sie mir angeguckt habe, desto eher dachte ich dann, ah nee, doch noch ein bisschen besser, doch noch ein bisschen besser. ja, ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich meine, die Kostümierung ist schon cool, aber am Ende muss man auch sagen, dass die Farben jetzt nicht so richtig gut zusammenpassen. Also warum spielst du da nicht so ein bisschen besser mit den Farben, die vorhanden sind? Ja, also Das stimmt. Ja, so eine Pastellfarbene wäre richtig schön gewesen. Aber genau. weißt du, bei ihr haben mir die Schuhe und die Strumpfhose, das fand ich einfach total cool. Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, ja, ja. Hm. Na gut. Ja, dann geht's weiter mit der Position 18. Hm. Ja, bei mir kommen die Mädels hier irgendwie alle nicht so gut weg. Da kommt die Gymnastin. Okay, fair. Die habe ich auch ein bisschen weiter oben, aber gar nicht mehr so weit weg. Ich habe auf Position 18 die Kristallkönigin. Ah, ja, okay. Da sind wir gar nicht so weit weg. Die kommt bei mir auch demnächst irgendwann. Die Hm. fand ich so ganz okay, aber Hm. ich verstehe immer nicht diese Kombination mit dem Pink und dem Grün. Also wäre das Grün da nicht gewesen wäre, dann wäre sie Hm. bei mir weiter oben gelandet. So an sich ist die Figur cool, aber ja, das hat mich schon sehr gestört. Daher gibt es hier kein Pardon. Hm. Ja, ja, ich verstehe. Hm. Position 17 kommt jetzt und jetzt bin ich gespannt, wen du da hast. Oder bin ich dran? Sag mal zuerst. Ich habe da den arabischen Krieger, den du Ah. vielleicht auch ein bisschen weiter oben haben wirst. Na, der ist auch nicht so ganz weit weg, aber auf Platz 17 habe ich die Zoowärterin. Oha! Mhm. Oh, ich war mir sicher. Ich war mir wirklich sicher und habe auch das Gefühl, dass ich dich relativ gut kenne. Und da dachte ich mir, die Zoowärterin ist bei dir auf jeden Fall ein Top-5-Set. Nee, ich mag das mit dem Hut gar nicht. Und diese Hose. Nee, nee, hat mich Aber der einfach gar Koala. nicht angesprochen. Ja, der Koala ist süß. Der ist sehr, sehr süß. Und der Baum auch. Ja, krass. Aber der Hut und also diese Kleidung, nee, Ja, fand ich nicht cool. verstehe ich sehr gut, ja, ja. Ich finde bei dem arabischen Krieger halt die Figur eigentlich cool, weil die ja nicht so alltäglich ist. Also es ist ja schon eine besondere Figur, aber das Thema holt mich jetzt nicht so sonderlich ab und von daher dachte ich mir dann, ja, komm, also viel mehr als 17 wird es hier nicht. Hm. Und nachdem du gleich deine Position 16 genannt hast, kann ich dir schon mal sagen, meine Position 16 wird dich schockieren. Da schauen wir mal. Also, ich habe da die Königin des Bösen. Oh ja, die habe ich weiter oben. Mhm. Die fand ich eigentlich ganz geil. Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass ich die am Anfang gar nicht gut fand. Ja, so. Und mir so dachte, was haben die denn da gemacht? Aber ich mag ja, hast du ja gerade vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört, auch so diese Alien-Figuren, alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, das ist so ein bisschen experimentell, finde ich, und nicht so alltäglich. Ja, gut, aber ist jetzt nicht jedermann Lieblingsthema, ne? Jetzt machst du es aber spannend. Was ist bei dir auf der 16? Oh, das könnte vielleicht bei dir eine Top-5-Figur sein. Bei mir auf der 16 ist das 50s Girl. Nee, ist relativ mittig bei mir. Okay, Von daher, nee, das fühle ich auch recht. Also, vielleicht magst du noch mal sagen, warum? Aus deiner ja, Perspektive? also das Problem ist, ich habe irgendwann mal im Podcast auch von dieser Friseurin erzählt, bei der ich mal war. Das war noch eine Folge mit Philipp zusammen. Liebe Grüße an Philipp an dieser Stelle. Da war ich ab und zu beim Friseur und da hat die Friseurin halt, die wirklich richtig, richtig nett war immer, die hat mir so Pomade aufdrängen wollen und die war auch so ein bisschen auf diesen Rockabilly-Partys und so und dann hat die mir so Bilder gezeigt und dann ging es auch so ein bisschen in den 50s-Style dann und ich habe mir das ein bisschen zu übersehen, glaube ich. Also das ist mir mittlerweile mit zu vielen Klischees behaftet und deswegen weiß ich nicht. Also mir sieht das irgendwie auch ein bisschen zu billig aus, obwohl es auch cool gemacht ist. Also wenn ich mir so vorstelle, wie man so ein 50s Girl darstellt, vielleicht auch zurück in die Zukunft, erster Teil, wir reisen in die 50er, dann ist das ja natürlich hier wirklich wunderbar gemacht, aber irgendwie konnte ich es mit meinem Gehirn nicht vereinbaren. Hm. Ja, also weiß Ja, ich nicht. würde ich so bestätigen. Also, es ist jetzt nicht schlecht gemacht und man erkennt es auch vom Stil her, dass es Ja, irgendwie in den 50ern zu verordnen ist, aber da waren andere Figuren einfach besser. ja, ein bisschen besser gemacht, ja. Was spricht bei dir gegen die Königin des Bösen? Ähm, Ich glaube, dass für mich Alien und Königin des Bösen so nicht in dieses Gesamtbild der ganzen Figuren passen. Also ganz Mhm. entgegengesetzt zu deiner Ansicht.
Und so Okay, deine okay, Einschätzung. Also du findest es ja toll, ne, dass das so ein genau. bisschen extravagant ist und was anderes und nicht so normal und irgendwie ein Beruf oder, ne, also dass man das irgendwie zuordnen könnte oder eine Mhm. Verbindung vielleicht auch zum Real Life hat. Ja. Ähm, und bei mir ist es genau, ja, andersherum, dass ich dann denke, nö, das passt da nicht rein. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, ja, klar. Hm, Ich komme ja gleich nochmal zu der, weil die bei mir, wie gesagt, ein bisschen höher positioniert ist. Und dann hm, sage ich nochmal, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber erstmal geht's in die Position 15, glaube ich, ne? genau. Da fange ich an mit dem Gladiator. Ja, ja, das ist bei mir auch noch ein bisschen weiter oben. Bei Mhm. mir kommt jetzt auf Platz 15 der arabische Krieger. Also ich Okay. war wirklich nicht weit weg von dir. Ah, okay, okay. Mhm. Hm, Gladiator ist mir ein bisschen, also ist cool gemacht, glaube ich, aber ist mir vom Thema her zu langweilig, was hm, eigentlich in diese Bewertung vielleicht nicht einfließen sollte. Aber natürlich gibt es ja dann immer diese Neigung und Interessen, die ja dann irgendwie beim Bewerten ja automatisch mitspielen. Und deswegen kann ich da irgendwie automatisch nicht höher gehen. Wobei ich jetzt schon sagen würde, von der Gestaltung her ist er hier am Ende bestimmt, weiß ich nicht, Top 7, Top 8 Figur, also schon eine der besseren Figuren, aber das Thema macht irgendwie gar nichts mit mir. hm. Ja, also ich würde sagen, bei mir sind die Platzierungen hier wieder so in der Mitte, alle irgendwie ähnlich. Ich bin da bei Mhm. dir. Die hat mich jetzt irgendwie nicht so angesprochen. Die ist gut gemacht, die ist irgendwie auch detailreich. Ähm, aber ja, 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 aber mehr auch nicht. Genau. okay. Hm. So, dann sind wir jetzt Dann, Platz 14, ne? genau. Was habe Wen ich hast auf du denn Platz da? 14? Da habe ich die nächste Königin, die Kristallkönigin. Da ist sie bei mir. Ah ja, Die okay. ist ja bei dir schon durch, ne? Genau, die ist bei mir ein bisschen tiefer. Bei mir auf 18, aber ist ja auch nicht so weit weg, ne? Hm. Bei mir auf der 14 ist jetzt die Gymnastin. Ah, okay. Hm. Finde ich ganz cool, ist ja authentisch abgebildet. Wir haben relativ ja, tonbegeisterte Leute bei uns in der Familie, kann ich schon mal sagen. Die würden die Figur hier richtig, richtig cool finden. Ich finde die Klamotten bei den Tonerinnen immer wirklich, ich meine, das ist ja im echten Leben auch so gemacht, also daher eine authentische Figur. Aber warum die da mal so halbnackt rumspringen müssen, verstehe ich nicht ganz. Das hat natürlich mit der Gestaltung der Figur hier gar nichts zu tun, aber ja, ist so ein Kritikpunkt. Figur an sich finde ich aber schon ganz cool. Also ist sehr, sehr gut gestaltet, muss man ganz klar sagen, aber ist mir am Ende irgendwie auch ein bisschen zu dünn. Hm. Das ist ein interessantes Thema, was du da gerade aufgemacht hast. Könnte man natürlich auch nochmal aufgreifen. Ist jetzt hier für diese Folge ein bisschen zu groß, aber Mhm. generell so die Bekleidung im sportlichen Bereich und vielleicht auch die Unterscheidung der männlichen und weiblichen Darsteller. Aber das nur mal so am Rande erwähnt, könnte man Auf vielleicht auch jeden nochmal Fall, ja. kritisch hinterfragen, ne? Auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall Mhm. machen. Gerade Sport ist ja da so ein Thema, wo das ja immer wieder dann so vorkommt. Mhm, genau. Ähm, ja, genau. Können wir dann ausführlich mal machen. Ist auf jeden Fall ein Thema, das uns dann hier im Podcast automatisch nach diesem Dialog noch beschäftigen wird. Mhm. Ich komme zur nächsten Figur, zur nächsten Position. Vielleicht wird dich das jetzt überraschen. Bei mir ist das die chinesische Opernsängerin. Oh mein Gott, ja. Auf Platz 13? Jawohl. Oha, Lars. Sag mal, Ja, ja, ein bisschen weit weg, ne? ich glaube, das musst du dir noch mal genauer angucken. Ich habe mir so selbst dabei gestern zugeguckt, wie ich die immer weiter nach unten schiebe. Also das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ja, jetzt, Hm? wo ich raufgucke, denke ich mir auch so, ja, also mindestens Top 10, aber ich glaube, ich finde alle, Mindestens. ja, ich habe die kurz vor der Folge sogar noch ein bisschen runtergeschoben, weil alle anderen Figuren, die ich hier habe, die jetzt gleich kommen, finde ich besser. Wen hast du denn Spannend. da? Das 50s Girl. Ah ja, okay. Hm? Ja, ja. Das ist vertretbar. Da ist die Opernsängerin bei dir schon raus. Jetzt bin ich ja richtig platt. Ist die bei dir auf eins? Das verrate ich nicht. Also ich weiß nicht, ich hab wirklich eine starke Vermutung, dass bei dir eine der weiblichen Personen auf eins ist. Vielleicht sind es sogar zwei, also eins und zwei, aber wir gucken mal, wie das dann nachher ganz konkret aussieht. Wir haben noch im Angebot die nächste Position, das ist Position 12. Ja, haben wir auf jeden Fall wieder keine Übereinstimmung, denn die Backpackerin ist bei dir ja schon raus und die kommt bei mir auf Platz 12. Oh, das ist weit oben, ne? Das ist schon sehr weit oben, finde ich. Hm. Ja, naja, ja.
fast die Hälfte. Ja, Halbzeit. ja, Ja, stimmt. Ich habe da die Pinke Königin, naja. weil ich die wirklich echt cool finde. Also ich finde, die haben die schon ganz gut gemacht. Ja, jetzt guck ich gerade so aufs Kleid und denke mir so, Ja, das ist so dünn. ja, das Irgendwie, da stimmt. passiert nichts. Das hängt wie ein Sack. Ja, das stimmt schon, ne? Aber gut, ich finde es vertretbar. Ich finde die wirklich ganz cool. Die ist blond, das ist okay. Also von daher ist das schon ganz gut. Nein, genau. Hauptsache blond, ne? Dann haben sie es auch auf den höheren Plätzen. Da ist schon die halbe Miete, deswegen ist das Ja, automatisch genau. schon höher als Platz 14. Okay. Platz 11 kommt bei mir. Mhm. Das ist eine Figur, die du schon genannt hast. Das ist bei mir der Mann mit Pyjama, der wirklich noch ein bisschen runtergefallen ist. Den hatte ich wirklich am Anfang auf 7, glaube ich, weil ich den Pyjama mag. Dann ist mir so eingefallen und aufgefallen, wie oft trage ich denn Pyjama? Und dann dachte ich mir so, ja, Pyjama finde ich eigentlich gar nicht cool. Dann habe ich mich gefragt, ist das hier ein Faktor meiner Bewertung? Sollte das ein Faktor sein? Dann dachte ich mir, nee. Aber irgendwie hat es dann am Ende doch eine Rolle gespielt und ich weiß nicht. Also Pyjama ist cool, Figur mag ich auch sehr, aber wie gesagt, alle anderen Figuren, die gleich kommen, die habe ich da ein bisschen höher. Und vielleicht hast du ja eine Figur auf Platz 11, die wir bisher noch nicht hatten. Doch, die hatten wir tatsächlich schon. Also du hast hier schon ein paar Plätze vorher genannt. Da ist es bei mir jetzt der Gladiator. Ah, okay. Der bei mir auf 15 war. Ja, das ist auch nicht so weit weg, ne? Das ist ja der direkte Nachbar fast. Ja, genau. Also ich hätte ihn jetzt auch mit dem arabischen Krieger tauschen können. Also das Ja, macht für mich gar nicht so den Riesenunterschied tatsächlich. ja, genau, genau. Das dachte ich bei mir auch, genau. Genau, das eine Welt, finde ich. So ganz grob. Dann geht's weiter mit der Position 10. Ja, die magischen Top Ten. Oh ja, jetzt wird's richtig heiß. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das hier aussieht. Und ich weiß gar nicht, wer bei dir kommen könnte. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch bei dir die Polizistin ist, aber ich werde mich in Geduld üben und werde warten, bis sie kommt. Soll ich zuerst sagen? Sag du zuerst. Ja, hier kommt jetzt bei mir die Hafenfee. Okay, Top 10 sogar. Ja, Okay, ja, von den verstehe ich. Farben her, ich gebe dir recht, die war also davor bei mir auch tatsächlich ein bisschen weiter unten in der Rangliste. Aber die Strumpfhose, irgendwie fand ich das süß. Ja, Und das habe ich noch nicht so oft gesehen bei irgendwelchen Figuren. das ist ein witziger Punkt auf jeden Fall. Ja, ich dachte mir so, dieses Türkis, das ich wirklich liebe, in Kombination mit diesem Rot und noch in Kombination mit diesem Pink da am Kragen, da dachte ich dann, nee, lass mal, ey, das ist mir ein bisschen zu viel hier. Und dann haben die noch so ein, so im seitlichen Bereich haben die noch so ein Hellblau mit dabei. Das ist auch nicht der Türkiston der Harfe. Also die haben da wirklich so viele Farben mit reingepackt, dass ich mir denke, mach nicht mehr als 3 Farben. Das Also stimmt, ja. Und 3 verschiedene Gelbtöne. Also die Flügel sind ja so neongelb, der ja, Rock ist gelb, keine ja, Ahnung, und die Haare sind auch gelb, aber alle ein anderer Gelbton auch. das Ja, stimmt, genau. ja, da gebe ich dir schon recht, die Farben, ja, dann haben sie nicht so gut gemacht. Ja, und hier natürlich jetzt noch ein Kritikpunkt, den wir vorhin beim Sport genannt haben, den wir aber auch schon in Folge 64, glaube ich, und 66 genannt haben. Das ist der Rock, der wirklich, dieser Scheibenrock, den du da genannt hast, der ist hier auch wieder da. Und ich verstehe die Sachen dann auch nicht so ganz. Ich meine, wir sprechen hier von 2014er Sets, aber das weiß ich nicht, was das soll. Ja, das stimmt. Ja, es sind doch schon ein paar Punkte, ne? Ja, Ja, egal, trotzdem Top 10. Fertig. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei mir ist nämlich auf Platz 10 die Polizistin. Oh ja, spannend. Da sind wir aber auch nicht so weit weg. Okay, dachte ich mir, ist eine langweilige Figur. Also aus meiner Sicht, in den 90ern so viel Playmobil-Polizei gesehen, damals noch in grün. Deswegen dachte ich mir so, ja, komm, das holt mich jetzt nicht aus dem Hocker. Aber natürlich muss man ja einfach auch sagen, dass es eine sehr, sehr gut umgesetzte Figur ist und die hat alle Sachen dabei, die man so braucht. Und daher, ja, ist ein guter Platz 10 für mich hier. Auf Platz 9 kommt eine Figur, die du sehr, sehr weit unten hast. Und das ist bei mir David Hasselhoff, der Rettungsschwimmer. Der ist hier auf den 9. Rang geschwommen.
Ja, oh, der ist ja bei mir. Also der hat ja schon Spinnweben hier bei mir auf dem Platz. So weit weg ist der schon. Ja. Ja, bei mir ist es der Highlander. Ah ja, okay. Ich glaube, Ja, der war bei verstehe dir ich. auch schon dran, ne? Nee, der kommt noch. Ach, der kommt noch. Okay. Der kommt noch. Der ist fast Top 5. Also der ist ganz, ganz dicht dran, ey. Hoch in den Bergen. Genau, der Highlander. Ja, Frisur ist ungünstig, ne? Ja, die Frisur also die Merkmale sind schon entsprechend, aber dieses grüne Tuch, also ja, das hätten sie irgendwie auch noch mal ein bisschen anders machen können. Ja, also Ja, irgendwie hat er mich auch einfach nicht. Ja, der hat mich schon angesprochen. Er hat es ja unter den Top Ten geschafft. Aber ja, jetzt auch nicht immerhin, ne? weiter. Genau. Ja, ist ja auch ein guter Rang. Muss Ja. man ganz klar so sagen. Also der hat sich hier schon ganz gut durchgekämpft. Und gut durchgekämpft hat sich auch die nächste Position. Das ist Position 8. Und da bin ich gespannt, wen du da hast. Ja, da kommt bei mir jetzt die Polizistin. Ich sag Okay. ja, wir sind nicht weit weg, ne? Ja, Zwei ja. Plätze. Ist ja wirklich überraschend, dass wir auch noch ein paar Figuren haben, die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Da hätte ich am Anfang dieses Vergleichs hier gar nicht so mit gerechnet. Die Polizistin auf 8 bei dir. Bei mir ist da die Königin des Bösen, Ah ja. weil ich, wie gesagt, diese Figuren geil finde. Also mir geben die ein bisschen was. Die sind nicht so alltäglich. Ich habe zwar mit der Spielwelt nie was zu tun gehabt und würde die Figuren auch nirgendwo einsetzen können, aber ich finde so, weiß nicht, das hat man bei der Freiheitsstatue schon mal. Da habe ich mit Jonas die Figures besprochen. Ich glaube, Figures 3 oder so. Ich finde dann immer ganz cool, wenn da so ein paar nicht alltägliche Sachen dabei sind und da passt sie hier ganz gut rein. Also fand ich schon ganz witzig. Ganz witzig auch die nächste Figur für mich. Das ist nämlich eine Figur, die du sehr, sehr weit unten hattest, fast so tief, wie es nur geht. Das ist nämlich die magische Königin bei mir auf Position 7. Wie gesagt, musste ich ein bisschen reinkommen. Fand ich am Anfang ganz schrecklich, weil dieses Neongrün mich da wirklich fast verstrahlt hat. Aber ich habe es mir so ein bisschen angeguckt, so 2,5 Stunden lang und dann ging es. Nee, also ist schon ganz okay. Das ist ja witzig. Bei der magischen Königin hat das funktioniert und bei der Hafenfee nicht. Die ist auch kunterbunt. Das stimmt, aber da waren so viele Farben bei der Hafenfee und bei der hier geht's. Also das ist noch im Rahmen, obwohl ja dieses Rosa und dieses Grün jetzt auch nicht wirklich Farben sind, die wundervoll miteinander harmonieren. Naja, immerhin hat die einen langen Rock. Das stimmt. Und die kann zaubern, ne? So ein bisschen Magie kann Ja, ja nicht genau. schaden. Genau. Wen hast du denn auf der 7? Ich habe den Bauarbeiter auf der 7. Ich habe ja irgendwie gedacht, Wow. dass wir noch also noch eine Übereinstimmung haben. Aber ein paar wurden ja noch gar nicht genannt von uns beiden. Also die Ja, Hoffnung ist noch da. ja. Was hat der Bauarbeiter, was die Polizistin nicht hat? Ach, den finde ich einfach cool. Also die Ja. Polizistin hat für mich immer so einen Beigeschmack, das hat immer was, also ich verbinde das eben auch mit Gewalt, mit Hierarchien, also vielleicht deswegen auch. Ich finde die Figur an sich gut gemacht, aber der Bauarbeiter, ach, ich finde das mit dem Helm, der hat ja da so einen Arbeitsschutz im Gesicht, ne? Also diese Maske oder weiß ich nicht, was das ist. Also da wird ja alles beachtet. Diese typisch gelben Stiefel, die finde ich halt total witzig. Ach, ich finde, das ist nett und für mich passt das. Ich sehe die Figur und denke sofort an den Bauarbeiter vor der Haustür. Sehr cool, okay. Bei mir war es so ein bisschen der Grünton des Oberteils, da bin ich nicht hingekommen. So grün-orange ist komplett dumm eigentlich, aber da dachte ich mir, nee, das machen wir mal nicht. Habe ich heute an, finde ich gut. Okay, Spaß. okay, stark. Wir gehen zur 6. Position, Sabrina. Pass auf. Jetzt fällst du gleich vom Stuhl. Da habe ich den Cowboy. Oh krass, den Cowboy. Den hatte ich ja noch nicht genannt. Zum Cowboy kann ich einmal ganz kurz sagen, dass ich mir die Figur angeguckt habe und das war die erste Figur, die ich sofort setzen konnte. Also es war quasi, ich habe oben angefangen mit der besten und unten mit der schlechtesten und Position 24 habe ich zuerst gesetzt und das war sofort der Cowboy, weil ich dieses Oberteil, also was ist das? Also wenn du es isoliert betrachtest und nur das Oberteil nimmst, dieses Weiß, Rot und Schwarz, was ist das? Naja, ich finde, also das sind ganz typisch Cowboy-Farben, Lars. Okay.
Du hast so Okay. wenig Westernfilme geguckt. Oh ja, genau, ja, gerade ich, ja. Stimmt, ja. Ja, klar. Na gut, aber ja, die Frisur dann noch dazu. Aber gut, also deswegen machen wir das ja hier, Mhm. weil ja Geschmäcker unterschiedlich sind. Und deswegen bei dir eine wohlverdiente Position 6, sagtest du, ne? Ja, genau, Position 6. Mhm. Okay. Bei Position 6 ist bei mir jetzt nämlich der Highlander, Ah ja, okay. den ich sehr Mhm. authentisch finde, sehr gut gemacht. Der sieht Mhm. natürlich so ein bisschen vernebelt aus, aber da, wo er unterwegs ist, da ist ja öfter mal Nebel, also das dient ja auch der Tarnung. Und ich finde das einfach cool. Der sieht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich denke sofort an einen Highlander, wenn ich den sehe. Also ich finde das ziemlich cool. Haben sie Mhm. ziemlich geil gemacht. Die Klamotten sind geil, die passen farblich zusammen. Also finde ich, das ist schon ganz cool. Dieses Schwert da hinten dran finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Also gefällt mir schon wirklich sehr gut und hätte ich vielleicht jetzt im Nachhinein noch ein bisschen höher schieben können, aber ich glaube, Position 6 ist irgendwie schon ganz okay. Mhm. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe Highlander nämlich noch nie gesehen. Ah, krass, okay. Und trotzdem würde ich diese Figur auch irgendwie in diese Kategorie schieben. Also, Ja, hm, habe ich auch schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, aber könnte ich mir vielleicht demnächst mal wieder angucken. Aber stimmt, es ist natürlich wirklich so, wie du sagst, dass man, wenn man da auf die Figur guckt, hat man sofort so ein Bild vor Augen oder ja, genau. verbindet die Elemente dann mit so einem Ja. gewissen Bild, das man hat, ne? Genau. Ja. Wir gehen in die Weihnachtszeit bei mir Position 5. Zumindest gehen wir zu einem Trend, den man in Hm. Florida zur Weihnachtszeit unternimmt. Da verkleidet man sich als Santa Claus und nimmt an Surfwettbewerben teil. Und deswegen haben wir hier Surfing Santa mit dabei und meine Position 5. Ja, wir kommen jetzt in die heiße Phase. Top Platz 5. 5. Das ist ein bisschen schade. Jetzt bin ich gerade ein bisschen wehmütig, weil ich dachte, oh Mann, vielleicht haben wir noch gleiche Platzierungen, aber auf Platz 5 ist jetzt bei mir der Pirat. Oh ja, okay. Hm. Also mit dem Surfing Center, also nee, Surfing Center. Also ich kann das verstehen. Platz 4, 5, das ist auch eher wieder so ein, ja, ist eigentlich egal, wo die jetzt für mich stehen. Die sind alle sehr nah beieinander, ne? Ja, Von finde ich auch. daher, ich verstehe, dass du den auf Platz 5 hast. Und für mich ist es jetzt der Pirat geworden. Ich finde, die sind einfach wirklich, wirklich cool gemacht. Ja, auf Also jeden dieser Fall. Surfing Center, den hatte ich übrigens erst auf Platz 1, weil ich den so witzig fand. Ah, okay. Ich hatte den erst auf Platz 15 oder 16. Ah, okay. Ja, aber dann habe ich ein bisschen höher geschoben, weil ich es dann doch ganz cool fand. Ja, ich überlege gerade, wen du. Also bei mir ist es so, ich habe eine Figur auf jeden Fall auf eins, die habe ich sofort dahin gesetzt. Mhm. Und bei allen anderen Positionen wusste ich gar nicht so Bescheid, weil Position 2 bis jetzt kommt 5, Also so wie du sagtest, alles das Gleiche. ich glaube zu wissen, welche Figur du auf Platz 1 hast. Okay, ich glaube auch zu wissen, welche Position du auf Platz eins hast. Aber wollen Wollen wir wir es sagen warten? oder wollen wir abwarten? Okay. Ah nee, warte, du musst ja ein bisschen, na gut, soll ja auch ein bisschen Spannung sein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hast Kleopatra auf eins. Nein. Okay, krass. Darf ich einmal raten? Ja, Ich hätte jetzt auch gedacht, du hast Kleopatra auf Platz 1. Hattest du die schon gesagt? weiß ich nicht. Nee, ich glaube, deine Vermutung ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also vielleicht ja nicht direkt die Eins, aber vielleicht in der Nähe. Okay. Ja, Mhm. gut, in der Nähe ist sie bei mir auch. Okay. Wer kommt dann da noch? Welche weibliche Figur ist denn noch da, die du. Ach, du hast die Opernsängerin vielleicht da oben, aber das klären wir in den nächsten 5 Minuten. Ja, genau. Jetzt gehen wir nämlich richtig ins Detail. Genau. Position 5 hast du genannt, ne? Genau, ich hatte die Piraten. Mhm. Ah ja. Dann willst du noch kurz über den Pirat sprechen oder soll ich Nö, gleich über den kannst reden? weitermachen. Okay. Dann geht's weiter mit der Position 4, eine gerade Zahl. Demzufolge bist du an der Reihe. Da kommt jetzt bei mir Surfing Center. Ah, stark. Mhm. Okay. Hast du erst auf eins gehabt, ja? Den hatte ich erst auf Platz 1, ja. Ah, krass. Okay. Ich habe auf der 4 den Alien, weil ich den halt so cool finde. Ah, stimmt, den hattest du ja auch noch nicht. Der Alien Ja. kommt hier auch noch vorbei. Ey. Der kommt von ganz weit weg in einem Raumschiff. Ist sogar bewaffnet, also muss hier nicht unbedingt die Tankrechnung bezahlen. Finde ich auch ganz praktisch. Deswegen
ist er bei mir auf der Position 4. Und jetzt wird es, glaube ich, richtig, richtig heiß, denn jetzt kommen die letzten 3 Positionen bei uns. Ich fange an. Ah, ich weiß, welchen du auf Platz 1 hast. Ja? Soll ich sagen? Ja. Die Zuwärterin. Ah, nee, habe ich nicht auf Ah, 1. okay. Okay, na gut. Auf Platz 3 Ja, habe ich schon mal den Piraten, der bei dir auch gerade ja, kam, ne? der war Also, bei mir auf 5, genau. Hier ja. kommt bei mir jetzt Cleopatra. Oh, stark. Okay, ich Mhm. dachte, Cleopatra ist bei dir auf jeden Fall Top 2, aber dann ist es Nope. Platz 3. Mhm. Was empfindest du bei dieser Figur, Sabrina? Wie geht's dir da bei Also der Betrachtung? zusammengefasst würde ich sagen, ich finde sie goldig. Das hat mich total gesprochen. Ich finde die Ohrringe einfach mal mega schön. Also die würde ich Ja. mir tatsächlich sogar selber anhängen. Mhm. Und also die spricht ja für Ägypten. Also die Ja. sieht wirklich sensationell aus. Also ich will hier mit Wörtern um mich schmeißen und kann sie nicht aussprechen. Die Frisur, also da passt einfach alles. Also Ja. diese Figur ist bei mir auf Platz 3, weil es einfach 2 gab, die ich noch einen Ticken besser fand. Ja. Aber die hätte es genauso auch auf Platz 1 verdient, weil ich die wirklich toll finde. Cool, ja. Zu der Person sage ich dann, oder zu der Figur sage ich dann ein bisschen später gleich noch was, weil die Du bei mir kannst auch was noch, zu der Person sagen. Vielleicht hast du ja schon persönliche Erfahrungen mit ihr gemacht. ja, Wir sind uns schon mal begegnet. ja, ja, genau. Das werde ich dann mitteilen oder werde ich dir dann mitteilen, wenn es soweit ist, Ja, wenn sie bei mir okay. kommt. Bei mir, genau, Pirat habe ich gesagt, ne? Mhm. Weiter geht's mit Position 2. Mhm. Da bin ich bei dir gespannt. Weißt du, welche 2 bei mir noch offen sind? Hast Ich hatte den Überblick. Der Spion ist auf jeden Fall noch offen bei dir. ja? Der kam noch nicht. Und dann ist noch offen die Opernsängerin. Und ich sage, die Opernsängerin ist bei dir auf 1 und der Spion ist auf Platz 2. Und deswegen kommt bei dir jetzt auf Platz 2, meine Damen und Herren, es ist der Spion. Herzlich willkommen. Exactly. Du bist gut. Also, ich weiß bei Hm? dir gar nicht, welche 2 noch offen sind. Eine weiß ich, aber Du die hast beide andere vorhin schon Figur. genannt. Ja, also die Zuwärterin Genau, und es ist noch eine weibliche, ne? genau. Was soll ich sagen? Ja. Cleo. Ah, so, Und die Und ist bei dir beim, jetzt aber auf Platz 1 dann, Cleo. auf Platz 2 kommt nämlich genau die Zoowärterin. Ja, Die ist genau. jetzt bei mir dabei. Die Klamotten fand ich auch nicht gut. Also die haben mich jetzt nicht so richtig abgeholt. Ich musste mich da so ein bisschen reingucken auch. Hatte die erst auf 5 oder 6 oder 7 sogar. Fand den Koala aber todessüß. Und habe mich dann auch so ein bisschen mit den Klamotten abgefunden, die ich dann beim weiteren Betrachten sehr, sehr gut fand. Also ich bin jetzt schon ein Fan der Figur und finde die sehr, sehr schlüssig. Und wenn ich könnte, würde ich, glaube ich, sogar überlegen, ob das nicht sogar meine Eins ist. Aber ich finde Cleo einfach noch ein bisschen besser. Hm. Aber die Zoowärterin ist schon, also wenn ich so richtig drüber nachdenke, Position 1 bis 3 sind für mich auf jeden Fall, also Cleo, Zoowärterin und der Pirat, das sind wirklich für mich absolute Top-Figuren. Und ich bin ein Riesenfan dieser Zoowärterin, finde die so gut gestaltet und hatte am Anfang wirklich Bedenken bei dieser 6. Serie, weil ich mir so dachte, ja, das ist hier alles so ein bisschen belanglos dann teilweise auch. Also da hatten wir so gute Figuren aus den letzten Serien und dann haben mich die hier nicht so richtig abgeholt, aber jetzt auf den letzten 3 Positionen, 4 Positionen, 5 Positionen, die sind schon sehr, sehr gut, finde ich und deswegen ist die Zoowärterin hier auf jeden Fall dabei. Und bei dir der Spion. Ja, genau. Also zum Spion hatte ich mich ja vorhin schon mal geäußert. Ich Ja. finde den einfach witzig. Der ist die Schnute, die der zieht, diese gelbe coole Brille, das ist schon irgendwie, Mhm. find ich schon sehr cool. Also was ich jetzt also tatsächlich sagen würde, ist, also Kleopatra, die hat das Rennen hier eigentlich gemacht, ne? Eigentlich schon, ne? Also die ist ja bei uns beiden sehr weit oben. Also bei mir auf Platz 3, bei dir auf Ja, Platz 1. genau. Genau. Bei mir auf Platz 1, bei dir auf Platz 1, wie gesagt, die chinesische Opernsängerin. Und wir haben da ja wirklich, ich habe gerade mal parallel geguckt, wir haben ja richtig große Abstände, gerade bei der Opernsängerin Mhm. und noch viel mehr beim Spion. Ja, genau. Also da gibt es ja schon krasse Abweichungen so, aber deswegen ist das ja irgendwie auch ein spannendes Format. Wir werden das dann in den nächsten Folgen, also wir machen jetzt immer
11 Folgen in der gleichen Reihenfolge, also zumindest die gleichen Formate, die bleiben an der Position und deswegen wird es in 11 Folgen wieder eine Folge hiervon geben, also von diesem Spielformat von unten nach oben und dann gucken wir uns auch ein paar Themenwelten an und da haben wir dann auch nicht ganz so viele Sets, weil ich glaube 24 sind dann irgendwie auch schon eine ganze Menge und ein bisschen zu viel auch. Bei Figuren geht es immer, weil die kriegt man relativ schnell besprochen. Wenn die Sets dann irgendwie am Ende ein bisschen komplexer sind, dann wird es natürlich schwieriger. Aber ich finde, heute hier in dem Format war das wirklich ganz lustig und ganz geil. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das Format funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Was denkst du? Hast du da so ein bisschen den Eindruck, dass das zu viel war hinten raus? Nee, also ich fand es also beim Sortieren, beim Vorbereiten schon eine Herausforderung, dass ich Mhm. dachte so 24 und jetzt im Podcast fand ich das total schön. Also fand ich witzig, Mhm. fand ich spannend, also auch wie unterschiedlich betrachtet wir das haben und Ja, eingeordnet haben und vielleicht auch, was wir dachten, was der andere hat und das ist schon witzig, ja. also wie überrascht wir dann doch irgendwie jetzt dann am Ende waren. Das stimmt, das ist richtig lustig. Also da gibt es so ein paar Aspekte, die irgendwie auch sehr, sehr witzig sind und so für Überraschungsmomente sorgen. Dann würde ich sagen, Sabrina, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ja, das war auch für mich eine Freude. War sehr schön, wieder hier ja, Teil deines Podcasts sein zu dürfen. Ja, du bist ja sowieso hier festes Mitglied des Ensembles. Von daher bin ich darüber sowieso sehr froh. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt viel Spaß beim Hören mit der Folge oder hattet viel Spaß beim Hören dieser Folge an diesem Zeitpunkt der Folge. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.